Moin zusammen und herzlich willkommen zum Start unserer Videoreihe Lagos Evolution. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Fanprojekt zwischen Guild News und uns, Since Games, in welchem wir euch die Entwicklung eines Spielecharakters von der Konzeptphase bis ins Spiel näher bringen wollen. Vor wenigen Wochen gab es auf Guild News eine Umfrage, in welcher ihr entscheiden konntet, welches Volk wir für unsere Videoreihe verwenden sollen. Außerdem habt ihr euch einen weiblichen Charakter gewünscht. Da es über die Lagos nur wenige Informationen gibt, haben wir ein eigenes Lagos-Profil entwickelt, welches ihr in unserem Blogpost auf Guild News finden könnt. Die Hauptaussage unserer Theorie umschreibt die ursprüngliche Herkunft der Lagos, welche wir auf das uralte Volk der Seher zurückführen. Bevor der Spielecharakter tatsächlich in 3D modelliert werden kann, müssen orthografische Konzepte des Charakters in einem 2D-Programm erschaffen werden. Hierfür verwenden wir wie in der Branche üblich Adobe Photoshop. Und nun geht es los mit unserem ersten Video, in welcher wir euch genau diese Phase zeigen wollen. Unser Konzeptartist beginnt seine Arbeit damit, die grobe äußere Form des Charakters zu skizzieren. Dabei definiert er zuerst die Outlines. Es ist für die spätere Umsetzung in 3D von Vorteil, den Charakter in der T-Pose zu konzeptionieren, sprich mit seitlich ausgestreckten Armen. Wichtig für die dreidimensionale Umsetzung sind vor allem die Vorder-, Rück- und Seitenansicht. Da unser Charakter später auswechselbare Rüstungsteile tragen kann, muss dieser im Vorfeld ohne Rüstung konzeptioniert werden, sprich nackt. An dieser Stelle beginnt unser Concept Artist damit, die für die Lagos typischen Leuchtstreifen zu platzieren. Bei der Platzierung dieser orientieren wir uns grob am Original der Lagos aus Guild Wars 2 und den Seern aus unserem Blogpost. Nun entsteht aus dem 2D-Konzept durch geschicktes Platzieren von Schatten und Licht ein mehr und mehr 3D wirkendes Bild. Es ist wichtig, dass in diesem Fall das Licht von vorne kommt, um Verfälschungen der orthografischen Ansicht zu vermeiden. Bei den leuchtenden Stellen am Arm wollten wir uns zunächst am kreisförmigen Muster der Seher orientieren. Aufgrund des stimmigeren Gesamtbildes entschieden wir uns dann doch für Streifen, welche auch auf den Armen der in Guild Wars 2 vorkommenden Lagos zu erkennen sind. Gerade beim Konzeptionieren passiert es häufig, dass sich bestimmte Ideen erst beim Zeichnen entwickeln. So zum Beispiel auch hier, wo die erste Variante kiemenähnliche Struktur aufwies, dies unserer Meinung nach jedoch wenig Sinn ergab. Deshalb haben wir uns umentschieden und die Kiemen in Risse verwandelt.
Genauso haben wir zwischendurch die Haare blau eingefärbt, was an sich nicht schlecht aussah. Allerdings waren wir der Ansicht, dass sich dadurch unser Konzept zu weit vom Original Lagos entfernte. Deshalb haben wir den Haaren zu einem späteren Zeitpunkt ihre ursprüngliche Farbe zurückgegeben. Es ist enorm wichtig, die Vorder- und Rückseite perfekt aufeinander abzustimmen. Deshalb bedient sich unser Konzeptartist einer sehr speziellen Technik. Was im ersten Moment nach einer optischen Täuschung aussieht, ergibt nach kurzer Zeit plötzlich Sinn. Bei dem schwarzen Loch oben an der Schulter handelt es sich um die Einlässe der Flügel, welche jetzt schon bedacht werden sollten. Auf der Rückseite des Character-Konzepts macht es Sinn, die Haare auszublenden, da diese sonst wichtige Details, wie zum Beispiel die Einlassungen der Flügel in den Panzer verdecken würden. Hier kümmert sich unser Konzeptartist um die Schulterpartie. Dabei handelt es sich um eine sehr schwierige Region, da die Vorder- und Rückseite unseres Lagos perfekt aufeinander passen müssen. Bei Arbeitsschritten wie diesen ist das Spiegeln und Benutzen von weiteren Hilfslinien ein enorm wichtiger Prozess. Uns war dabei wichtig, dass es sich um einen durchgehenden chitinartigen Panzer handelt, ähnlich wie bei Insekten. Für die Seitenansicht benötigen wir in diesem Fall kein ausgearbeitetes Konzept, da auf den beiden anderen Ansichten schon alle nötigen Details zu erkennen sind. Deshalb entschieden wir uns dafür, dass eine Silhouette der Seitenansicht genügt. Da die Lagos in unserer Theorie lange Zeit im Meer verbrachten und auch die Lagos im Spiel bei genauer Betrachtung einen Ansatz von Schuppen aufweisen, war es uns an dieser Stelle wichtig, die Haut amphibienartiger zu gestalten. Jede Schuppe einzeln aufzutragen wäre ein zu großer Aufwand gewesen. Deshalb bediente sich unser Artist auch hier an einem Trick. Mehrere unterschiedlich farbige Rauscheneffekte übereinander gelegt, hier und da ein wenig gradieren und der Look ist perfekt. Weil uns das Gesicht noch zu menschlich erschien, gaben wir diesem noch ein paar Details. Ziel war es, das Gesicht noch mehr in Richtung Seher zu entwickeln. Natürlich sollte man bedenken, die Seitenansicht auch anzupassen. Für die Positionierung von Flügeln macht es meistens Sinn, diese auf der Rückseite des Charakters zu entwerfen, da die Verankerung am Körper auch fast immer am Rücken liegt. Damit stellt man sicher, dass beide Seiten der Flügel an der richtigen Stelle sitzen. Bei der Form der Flügel haben wir uns, genauso wie der Concept-Artist der originalen Lagos, Kekai Kotaki, an Schmetterlingen orientiert. Allerdings haben wir den Rand und den Übergang zum Körper deutlich kräftiger gestaltet. Hierbei haben wir uns vor allem von Rochenschwingen inspirieren lassen. Dadurch sind unsere Lagos-Flügel kräftig genug, um eine schnelle Fortbewegung unter Wasser zu ermöglichen.
außerdem aufgefallen, dass die Lagos auf der Flügelrückseite Verzierungen tragen. In unserer Theorie handelt es sich dabei um eine Art von Tattoos, welche den Rang und den Status des Lagos widerspiegeln. Diese werden für erfolgreiche Jagden und ehrvolle Taten vergeben. Wir hoffen, dass euch unser Lagos-Konzept gefällt und dass ihr auch bei unserer nächsten Episode vorbeischaut. Dort werden wir uns dem Erstellen des 3D-Modells und der Vorbereitung zum Texturieren widmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht zu subscriben und wenn ihr mehr über Synth Idea Games erfahren wollt, schaut doch auch auf unseren Social Media Sites vorbei, die Links findet ihr in der Beschreibung.